Kubik, Nummer 330, Herwig Haller. Er scheidet bereits in der zweiten Runde aus. Im Lauf 1600 Kubik, Nummer 35, Franz Gucci auf Austin 1300. Nummer 29, Werner Maus im verbauten Lauf. Er fällt in der ersten Runde aus. Unverbaut über 1600 Kubik, Nummer 26, Adolf Mölzl auf der 18. Auch ihm gelingt es nicht, sich zu platzieren. Hier Reinhold Weiß, der mit seinem Capri eine gekonnte Rolle zeigt. Nummer 37, Heinrich Walzer auf Opel Commodore. Im Damenlauf vorne links Christa Gucci, dahinter Nummer 330 Brigitte Pfranger und Nummer 37 Gisela Maus. Christa Gucci den zweiten und Brigitte Pfranger den dritten Platz belegten, brauchten wir doch nicht, wie schon von manchem befürchtet, mit leeren Händen nach Hause fahren. Das Rennen in Irpersdorf bei Bayern-Gries war der vierte und zugleich letzte Meisterschaftslauf der Gruppe Nord. In der unverbauten Gasse startet mit der Nummer 75 Franz Gucci aus der ersten Reihe. Hinter ihm mit der Nummer 76 Sebastian Balk und mit der Nummer 91 Heinrich Walzer. Nummer 80 Herwig Haller und Nummer 83 Max Mölzl, alle 5 Fahrer auf Audi 100. Heinrich Walzer konnte in diesem Lauf den ersten, Herwig Haller den dritten und Franz Gucci den vierten Platz belegen. Dies bedeutete 8 Punkte für unsere Mannschaft, die damit den zweiten Platz in der Gruppe Nord belegte. Zugleich schaffte sie als zweite von 3 Mannschaften dieser Gruppe die Teilnahme am Endlauf in Rothaus. Die Sieger Herwig Haller und Heinrich Walzer. Im Meisterschaftslauf der verbauten Gasse startet aus der ersten Reihe Nummer 89 Werner Maus, dahinter Nummer 87 Herbert Maus.
bin dabei, Nummer 84, Adolf Mölzl. Er hatte, um an diesem Rennen teilnehmen zu können, die Nacht vom Freitag auf Samstag durchgearbeitet und seinen Eigenbau von Front auf Heckmotor umgerüstet. Werner Maas konnte am Ende den zweiten Platz belegen und somit die Führung unseres Teams in der verbauten Klasse behaupten. Damit waren wir auch in der verbauten Klasse im Endlauf vertreten. Auf Platz 2 Werner Maas. Bis 1600 Kubik, Nummer 375, Reinhold Weiß. Er belegte am Ende den 4. Platz. Im nächsten Lauf, Nummer 374, Albert Winkler auf VW Porsche. Er fiel in der 7. Runde aus. Im Lauf über 1700 Kubik, Nummer 369, Gerd Spengler. Und Nummer 368, Karl Sedelmeier, beide auf Audi 100. Auch diese beiden konnten sich nicht platzieren. Im Lauf über 2000 Kubik, Nummer 372, Ludwig Wolfseer, zum ersten Mal bei einem Stockkarrennen, auf Mercedes 230. Meisterschaftslauf der Damen, Nummer 75, Christa Gucci, Nummer 76, Brigitte Pranger und Nummer 374, Gisela Maas. Christa Gucci, Nummer 75, konnte bei diesem Lauf den 2. Platz belegen. Dies bedeutete in der Gesamtwertung ebenfalls Platz 2. Damit hatte auch unsere Damenmannschaft die Teilnahme am Endlauf geschafft und der Stocker Club Grünthal war das einzige Stocker-Team, das im Meisterschaftsendlauf in allen 3 Klassen vertreten war. Endlauf der verbauten Klasse, Nummer 84, Adolf Mölzl auf seinem umgebauten Eigenbau. Und Nummer 373, Walter Schweiger. Ebenfalls dabei Nummer 87, Herbert Maas. Hier schickt Adolf Mölzl, der Sieger dieses Laufes, einen Gegner an die Boxen. Im Endlauf der unverbauten Klasse Nummer 91, Heinrich Walzer. Er konnte am Ende den 2. Platz belegen. Und so feiert
feiern wir den zweiten Tagessieger der unverbauten Klasse, Heinrich Walzer. Hier mit dem Tagessieger der verbauten Klasse, Adolf Mölzl. Gratulation auch durch den Vizepräsidenten des Bayerischen Stockerverbandes, Ludwig Obermeier, im weißen Overall. Bis 1300 Kubik am Start Nummer 80 Herwig Haller auf Audi 80. Und die Nummer 76 Sebastian Balk auf Peugeot 304. Herwig Haller gewann in diesem Lauf den ersten Platz. Im Lauf der verbauten Klasse in der ersten Reihe Nummer 89 Werner Maus und Nummer 84 Adolf Mölzl. Und hier auf der Innenbahn Walter Schweiger. Walter Schweiger wurde in diesem Lauf Erster. Im Lauf über 1700 Kubik Nummer 370 Albert Pfinzl. Er fällt in der 8. Runde aus. Nummer 368 Karl Solomeyer. Er fällt auf diesem Überschlag in der 10. Runde aus. Im nächsten Lauf Nummer 375 Reinhold Weiß auf Opel Commodore. Er fällt in der 3. Runde ebenfalls nach einem Überschlag aus. Und die Nummer 83 Max Mölzl. Auch er versucht einen Überschlag. Endlauf der verbauten Klasse. Hier konnten wir einen totalen Erfolg unseres Teams verbuchen. Erster Platz Adolf Mölzl, zweiter Platz Werner Maus und dritter Platz Walter Schweiger. Abschließenden Damenlauf startet Brigitte Pranger und mit der Nummer 83 Gisela Maus, jedoch ohne sich zu platzieren. Das letzte Rennen in Österreich veranstaltete unser befreundeter Club Walbach-Gurten. Sebastian Balk, der uns bewies, dass er nicht nur mit einem Stockerfahrzeug fahren kann.
Kubik, Nummer 330, Herwig Haller auf Simca. Er konnte sich in diesem Lauf zwar nicht platzieren, belegte aber in der oberösterreichischen Landesmeisterschaft in der Klasse bis 1200 Kubik den 5. Platz. Im Lauf bis 1600 Kubik auf dem springenden Peugeot Sebastian Wald. Im Mini Franz Gucci und im K70 Albert Pinzler. Ausgefallen Gerd Spengler. Nummer 383 Max Wölzl auf Fiat 125. Franz Gucci belegte in diesem Rennen einen 2. Platz und konnte damit in der Gesamtwertung der oberösterreichischen Landesmeisterschaft bis 1600 Kubik den 5. Platz belegen. Nummer 374 Albert Winkler. Im Lauf der Rabautengasse über 1600 Kubik Nummer 29 Werner Maus. Er belegte in diesem Lauf einen 2. Platz und in der Gesamtwertung der oberösterreichischen Landesmeisterschaft Platz 4. Karl Sedelmeier, der beim Start gedreht wurde, startete anschließend zu einer Amokfahrt. Im Lauf über 1600 Kubik siegte Adolf Mölzl, der damit in der Gesamtwertung der oberösterreichischen Landesmeisterschaft Platz 5 belegte. Und 391 Heinrich Walzer wurde in diesem Lauf Dritter. Endlauf der Rabautengasse Nummer 29 Werner Maus. Hier steht er mit den Vorderrädern auf dem Dach eines Gegners. Werner Maus kann in diesem Lauf Platz 2 erringen. Im Damenlauf am Start Nummer 35 Christa Gucci, dahinter Nummer 330 Brigitte Pranger und dahinter Nummer 37 Gisela Maaßen. Christa Gucci belegte in diesem Lauf mit ihrem Mini Platz 2. Und auch in der oberösterreichischen Landesmeisterschaft in der Damengasse war sie auf dem 2. Platz.
1976 Sebastian Balk im abschließenden Vernichtungslauf und Nummer 37 Albert Finstl. Und dieser Citroën, der sein Hinterteil am Boden nachschleift, gehört einem österreichischen Teamkollegen. Albert Finstl fiel in der 18. von insgesamt 20 Runden aus. Und die Nummer 89, Gisela Maas. Gucci fiel in der 8. Runde auf Platz 2 liegend aus und auch die anderen beiden Damen konnten sich nicht platzieren. Unsere Damenmannschaft belegte in der Endabrechnung Platz 5 der bayerischen Meisterschaft. Unverbauten Gasse mussten die zwei Zweit- und Drittplatzierten der Gruppe Süd und Nord einen Ausscheidungskampf austragen. Für uns am Start Nummer 75 Franz Gucci, Nummer 91 Heinrich Walzer, Nummer 76 Sebastian Balk und Nummer 80 Haller Erwig. Außerdem dabei Nummer 83 Max Mölzl, hier im Kampf mit einem Gegner. Erwig Haller fiel zwar in der 10. Runde aus, aber dennoch konnte unser Team diesen Lauf durch einen ersten Platz von Sebastian Balk, einen zweiten Platz von Franz Gucci und einen vierten Platz von Heinrich Walzer überlegen gewinnen und sich so für den Endlauf qualifizieren. Der erste Endlauf in der verbauten Klasse wurde nach Punkten der laufenden Saison aufgestellt. Unser Team startete deshalb geschlossen aus der zweiten Reihe. Nummer 87 Herbert Maas. Nummer 84 Adolf Mölzl. Nummer 89 Werner Maas. Herbert Maas erreichte in diesem Lauf den 3. Platz und auch das gesamte Team fiel in der Meisterschaftswertung auf den 3. Platz zurück. Hier
hier die Sieger der unverbauten Gasse, Sebastian Balk und Franz Gutschi. Und hier der Drittplatzierte der verbauten Gasse, Herbert Maas. Endlauf in der unverbauten Klasse. Für uns wieder am Start Nummer 75 Franz Gutschi, Nummer 91 Heinrich Walzer, außerdem Sebastian Balk, Max Mölzl und Nummer 80 Herwig Haller. Sebastian Balk konnte auch diesen Lauf gewinnen und außerdem belegte Max Mölzl den dritten Platz, Franz Gutschi den vierten und Heinrich Walzer den fünften Platz. Unser Team gewann diesen Lauf also überlegen und wir waren bayerischer Meister 1980. Der zweite Meisterschaftslauf der verbauten Klasse wurde nach den Punkten aus dem ersten Lauf aufgestellt. Wir mussten also aus der dritten Reihe starten. Nummer 87 Herbert Maas. Nummer 89 Werner Maas. Nummer 373 Walter Schweiger. Herbert Maas konnte zwar diesen Lauf gewinnen und Walter Schweiger belegte den zweiten Platz. In der Gesamtwertung reichte es aber dennoch nur für Platz 2, da die beiden Läufe zusammengezählt wurden und der bayerische Meister, die Banderas aus Deckendorf, aus dem ersten Lauf einen zu großen Vorsprung hatten. Wir waren in der verbauten Klasse bayerischer Vizemeister. Das zweite Rennen in Rothaus war der Endlauf um die bayerische Einzelmeisterschaft. Im Rahmenprogramm 368 Karl Sedelmeier und 370 Albert Finzl. Vor dem Start in der verbauten Klasse lag 373 Walter Schweiger auf dem 7., Nummer 87 Herbert Maas auf dem 10. und Nummer 89 Werner Maas auf dem 3. Platz in der Einzelwertung. Herbert Maas belegte in diesem Lauf den ersten und Walter Schweiger den 3. Platz. Werner Maas fiel bereits in der ersten Runde aus. In der Gesamtwertung schob sich Walter Schweiger auf den 3. und Herbert Maas auf den 7. Platz vor. In der unverbauten Klasse Nummer 80 Herwig Haller. Herwig Haller fiel in der 8. Runde aus. Im Damenlauf Nummer 80 Gitte Pranger. Sie schaffte in diesem Lauf Platz 5. Nummer 375 Reinhold Weiß auf Audi 80. Er fiel in der 5. Runde auf Position 2 liegend aus.
Lauf Nummer 80, Herbig Haller. Und Nummer 91, Heinrich Walzer. Heinrich Walzer belegte in diesem Lauf den zweiten Platz und schob sich damit in der Gesamtwertung auf Platz 10 vor. Im Rahmenprogramm starteten im Lauf über 1700 Kubik Nummer 76 Sebastian Balk, und Nummer 372 Ludwig Wolfseer. Sebastian Balk beendete diesen Lauf auf Platz 3. Im Meisterschaftslauf der Damen startet mit der Nummer 75 Christa Gucci. Sie belegte in diesem Lauf Platz 4 und in der Einzelmeisterschaftsgesamtwertung Platz 11. Im zweiten Meisterschaftslauf der verbauten Klasse startete Nummer 87 Herbert Maas und Nummer 373 Walter Schweiger. Hier begleicht Herbert Maas eine schon lange offenstehende Rechnung. Walter Schweiger belegte in diesem Lauf den ersten Platz und Herbert Maas den dritten. Er war in der Einzelmeisterschaft auf Platz 5 und Walter Schweiger Platz 2. Er war somit bayerischer Vizemeister. Im Endlauf der unverbauten Klasse Nummer 91 Heinrich Walzer. Er konnte dieses Mal aber keinen der vorderen Plätze erreichen. Und hier sehen Sie, wie Stockkarfahrzeuge nach dem Einsatz aussehen. Talisman von Sebastian Balk, der ihm heuer viel Glück gebracht hat. Der Eigenbau von Herbert Maas.
Eigenbau von Werner Maas, bereits eingewintert. Den Gewinn der Meisterschaft feierten wir bei einem großen kalten Buffet. Unsere Meisterschaftspokale. Ein Gruppenbild unserer aktiven Fahrerinnen und Fahrer. In der Mitte Franz Gucci mit dem bayerischen Meisterschaftspokal. Unsere Damenmannschaft von links Gisela Maas, Christa Gucci und Brigitte Pranger.